Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Walter, wir sind am Flughafen gestrandet. Ja, leider. Wir kommen gerade von der Hesto-Monte. Jetzt nutzen wir die Zeit mal sinnvoll. Oder für mich zumindest sinnvoll, für dich vielleicht eher nicht. Es kommt ja demnächst ein Film raus über dich, habe ich gehört. Race for Glory. Ja. Da geht es um das Jahr 1983. Jawohl. Oder es soll darum gehen. Soll darum gehen. Ich sage immer, mein schönstes Rallye-Jahr überhaupt. Und ich habe jetzt über mehrere Umwege, habe ich mal jetzt Informationen und die Filmaufnahmen auf dem Handy bekommen und habe mir das mal angeschaut und habe dann eine Zeit gebraucht, ob ich irgendwo schon Alzheimer habe, dass ich mich an mein Leben nicht mehr erinnern kann, denn der Film hat mit dem, was ich 83 erlebt habe, nichts zu tun. Also unfassbar. Okay. Ich habe das auch, wie ich das erfahren habe, dass es den Film gibt, war mir schon klar, das kann nicht sein. Es hat kein Mensch zu mir Kontakt aufgenommen, hat mich gefragt, was da passiert ist, dass das chronologisch richtig wäre. Also ich bin auch nicht überzeugt, dass der jemals nach Deutschland wirklich kommt. Ich habe gehört, ab 5. Januar läuft er in Amerika und in Kanada. Ja. Kann vielleicht sein, die drüben haben die vom Rallye-Fahren keine Ahnung. Und nehmen es vielleicht nicht so genau mit der Wahrheit. Vielleicht gefällt es denen und so. Aber es ist wirklich haarsträubend. Okay. Das sind Dinge, also der Film beginnt, ich bin Imker, bin bei meinen Bienen und der Fiore kommt und fragt mich, ob ich für Lancia fahre. Also das ist schon mal ein Schlager. Also da habe ich das gesagt, das muss ein anderer Film sein, das hat nichts mit mir zu tun. Nachdem auch der Schauspieler, der mich da vertritt, mit mir und meiner Äußerlichkeit nichts zu tun hat. Volker Bruch ist das ja, ne? Der ist um 20 cm schon kleiner wie ich. Also ich habe da keine Erklärung. Für mich ist nur eins klar. Also ich werde den Film, wenn er mal kommt, ich werde ins Kino gehen, weil er mich zu Tode schämt, wenn da noch andere Leute da sind und ich bin da vor Ort und sage, was ist denn das für ein Blödsinn, was da läuft. Gell? Also ich habe da keine Erklärung, was da die Beweggründe waren. Ich bin auch überzeugt, dass das rein rechtlich alles nicht so hundertprozentig abgeklärt ist. Mhm. Die haben mich nicht gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Ich bin überzeugt wahrscheinlich, dass sie Audi auch nicht gefragt haben. Nachdem die Hauptinitiative von Italien ausgeht, wird wahrscheinlich da letztlich Lancia besser dargestellt als wie die Audi-Leute. Okay. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn das von den Audianern einer sieht, dass der das so einfach schluckt. Gab es eine Szene, die realistisch war? Es gibt zwei Szenen, die realistisch sind. Einmal sagt der Fiore zu mir, du willst nur 6 Rallyes fahren, du musst mehr fahren. Und dann sage ich, wir haben ausgemacht 6 Rallyes und dann drehe ich mich um und gehe weg. Das könnte einigermaßen realistisch sein, meine Reaktion. Und das zweite Szene ist die Story bei der Monte Carlo, wo Salz gestreut wird, damit wir den Schnee wegbringen. Ja. Das hat ja damals in der Realität, haben die da ein paar LKWs drüber geschickt und haben da gesalzen. Und in dem Fall gehen ein paar, so wie die Bauern vor 100 Jahren, mit dem Salzsackel und streuen so ein bisschen Salz auf die Straße. Okay. Aber zumindest ist was Realistisches, ist richtig, man hat Salz gestreut. Aber sonst irgendwann ist eine junge Ärztin als Teamärztin bei Lancia aufgetreten. Das muss ich auch versäumt haben irgendwie. Habe ich in der Realität nicht erlebt. Aber vielleicht Spezialbehandlung für Hanno Mikula oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Also ich kann nur alle warnen. Okay. 1 Stunde 47 vergeudet. Aber auch die Aufnahmen vom Autofahren haben nichts mit der Realität zu tun. Ach so, also die haben nicht mal das ist gut. Die haben also nicht, wenn die Auszüge hätten vom Daimler irgendwas, dass das wenigstens eine Action ist. Auch nicht. Auch nicht. Ja, und dann kommt eine Szene vor, da fahren dann der Mikula und ich auf der öffentlichen Straße, fahren wir Rennen. Einmal ist der Mikula vorne, dann bin ich wieder vorne. Also alles so realitätsfremd, unvorstellbar. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland läuft. Aber wenn der eine Woche läuft, dann sperren sie alle wieder zu, weil so, das ist ja eine Frechheit. Okay, also von dir gibt es, sagen wir mal, was verleiht man immer bei Kinokritikern? 5 von 5 Popcorn-Tüten ist das meiste. Ja. Wie viele Popcorn-Tüten gibt es von dir? Ja, überhaupt keine. Du brauchst eine Brechtüte, gibt sonst nichts. Dankeschön. Alles klar.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.